Hey girls, welcome back. As you can see from the title of this video, today we're going to be talking about hair extensions. In particular, the one I just got from a great hairstylist here in Germany. We're going to find out about all important details and tricks about hair extensions. Not only what you need to know as a customer, but also what you need to be careful of if you are the one that applies hair extensions on other people. This time I've been in a great hair salon here in Germany. The owner is a super cool and professional girl named Sonja that did an incredible work on my hair. With this video I'll share with you my experience, and Sonja will guide you through the whole process of getting extensions done, explaining you everything you need to pay attention of. This way you not only get all important tricks of extensions, but you also be able to recognize if they're doing a good job on you if you decide to get your own extensions. Sonja knows all different extensions techniques, and she applies the so-called fusion hair extensions technique, also known as bonding. The fusion method she used works by adhering the hair extension to your natural hair with the keratin bonding and makes use of heat in the process. There are also other techniques like micro-ring or tape-in, but today we're focusing on the bonding technique. Coming back to Sonja, her studio is in Osberg, a small town near to Stuttgart in Germany. And believe me, it's worth the ride even if you don't live close by. Sonja works as a hairstylist since many years, and she made a name of herself in this region because of her professionality. If you're interested, you can find her on Instagram as Sonja 4x_0 and on Facebook as Drogeria Sonja. Check her social out. So that's it, now we're gonna get right to the footage. So please consider subscribing to my channel, follow me on Instagram and Facebook, and hit the ring bell so that you won't miss any new video. If you have any comment or suggestion, you're always welcome to write them down in the comment section below. So girls, now we arrived and the weather is not good like you see, but I'm not sad because I'm really excited to put my extensions in, and the studio is right there. So we walk and I show you. Bye bye short hair. So it must be somewhere here. We have to find it. I will introduce you to Sonja, and we speak in German because we live here in Germany, but I will put the subtitles so that you can understand. Maybe we speak a little of Italian too because we are Italian. So we go in. Her work is beautiful. Thank you. So girls, I really don't like this hair and they're so short. And now my extensions are gonna be 50 centimeters, something like that. And it means really, really long. I will show you later. Wenn wir die Bondings dann reinmachen, dann müssen es wirklich schöne gerade Linien sein. Es ist nämlich ganz wichtig, auch sauber zu arbeiten. Und wir konzentrieren uns erstmal auf den hinteren Bereich. Deswegen teile ich die Haare rechts und links nach vorne ab. Sieht aus wie Heidi. Yeah! Pippi Langstrumpf. Dadurch, dass du sehr, sehr dickes Haar hast, müssen wir die
Bondings wirklich verteilen. Okay. Nicht nur einen ganzen Batzen nach hinten. Okay. Sonst sieht es nachher richtig unecht aus. Ich fange von unten an und ich fange auch wie die Araber an, von rechts nach links. Wir fangen die allererste Reihe an. Ganz wichtig ist immer darauf zu achten, dass wir genug Deckhaar lassen. Und zwar von hier bis hier zur Linie, dass du auch nachher einen schönen Zopf machen kannst und dass auch genug Deckhaar dafür da ist, dass wir die Bondings nicht sehen. Dass man es dann auch nicht sieht, wenn ich Richtig. finde. Wenn wir das erste Bonding reinsetzen, ist es ganz wichtig, 2 cm frei zu lassen und hier erst anzufangen und nicht hier anzufangen, weil wir nachher natürlich das Deckhaar brauchen für den Zopf. Wir nehmen genau so viel Haar, wie das Bonding auch von der Breite ist. Wir dürfen nicht zu wenig und nicht zu viel Eigenhaar nehmen. Also genau von der Breite muss die genau so sein. Wenn wir zu wenig Eigenhaar nehmen, dann kann es sein, dass mir das Haar komplett abbricht. Deswegen genau die Dichte muss so stimmen. Und wenn wir zu viel nehmen, dann ziehen sich die Haare von rechts und links, ziehen sich die Haare mit rein und dann kriegt sie rote Stellen an der Kopfhaut. Und das wollen wir ja nicht, weil das tut dann echt weh. Ich setze das Bonding ran. Von der Kopfhaut und vom Bonding muss ungefähr 3 mm Abstand sein. Wenn ich jetzt den Fehler mache, dass das Bonding an der Kopfhaut klebe, dann kann es wirklich sein, dass die hier Wunden schon bekommt und das wollen wir natürlich auch nicht. Also wir nehmen das Bonding, setzen es an, heben das ganze Haar natürlich weg und natürlich auch weg vom Ansatz und dann nehme ich meine Maschine, mache das Bonding in ein paar Sekunden warm, bis es sich öffnet und dann falte ich das Ganze. Es gibt natürlich auch eine Technik, da werden gedrehte Bondings gemacht. Da bin ich leider kein Fan davon, weil ich finde, gedrehte Bondings verschmiert alles. Ja, aber da verschmierst du wirklich das Haar mit dem Bonding, mit dem Kreatin-Bonding. Und mit der flachen Methode ist es einfach, finde ich, viel schöner und angenehmer für das Eigenhaar, weil das ist einfach mittendrin und das Bonding wird einfach nur gefaltet, da wird nichts verschmiert. Das Rausmachen ist dann auf jeden Fall viel einfacher und schonender für das Eigenhaar. Das nächste Bonding setze ich natürlich ganz ran, weil wir haben hier eine Kundin, die hat richtig dickes Haar. Sie hat auf jeden Fall südländisches Haar, eine Italienerin. Und zwar müssen wir die Bondings aneinander setzen, weil sonst wird es zu lückenhaftig und wir wollen ja ein schönes Ergebnis zum Schluss haben. Die Haare, die sind 100% Echthaar, und zwar Tempelhaar nennt man es. Die kommen aus dem indischen Land und die Haare werden von den Leuten geopfert, deswegen nennt man das heiliges Tempelhaar. Das heißt, einmal im Leben opfern die indischen Bevölkerung das Haar, die machen einen kompletten Zopf und rasieren erstmal eine Glatze und machen dann den Zopf und verkaufen dann den Zopf. Also die indische Bevölkerung ist ja riesengroß, deswegen wird es immer Haare geben. Dann werden die Haare natürlich verarbeitet, die werden gewaschen, kommen auch eine Silikonschicht drauf, damit die Haare stabil werden. Die Haare werden komplett weiß, also blond gefärbt und dann bekommen die ihre natürliche Haarfarbe. Das heißt, jede Extensions sind natürlich gefärbt worden. Dieses Haar hat eine Silikonschicht drauf und das ist die Stabilität des Haares. Die kannst du totglätten, die kannst du auch färben von mir aus. Die halten schon was durch. Wenn man das Haar frisch kauft, ja, von der Verpackung rausnimmt, glänzt das Haar ja sehr, weil da eine Silikonschicht drauf ist. Sobald man 3-mal das Haar gewaschen hat, geht die Silikonschicht leicht weg und da stellt sich dann heraus, wie gut das Haar wirklich ist. So as you can see, this
These are the wisps that Sonia is putting on my hair. There are in different colors and different lengths, like 35, 45 and 60 centimeter. One wisp is 1 gram, so they're really good and thick. So you have different colors like ombre, shadow effect, black and white, 2 colors too on one wisp. So you can really find your perfect match of color. Siamo già a metà lavoro e Sonia si sta dando veramente da fare con i miei capelli. Difficile trattarli? No, è veramente facile. No, Okay. facile. So girls, I hope you were not getting confused because we're speaking Italian and German. Just read the subtitles and it will be okay because we are getting a little confused. And by the way, I hope you understand my English because it's not so good because yes, I have to practice a lot more. But please, don't be mad. I try to get better. Also jetzt sind wir am Abteilen der Haare und die Kundin, die hat mir ungefähr 130 Strähnchen mitgebracht. Und es ist immer ganz wichtig für mich zu wissen, wie viele Strähnchen die Kundin natürlich mir mitgebracht hat, damit ich auch schön abteilen kann. Wenn sie eine Haarverlängerung braucht oder eine Haarverdichtung, teilt man natürlich verschieden ab. Hier machen wir natürlich eine Haarverlängerung rein. Das heißt, ich muss nicht großzügig abteilen. Ich muss wirklich eine Reihe machen und auch gleich die nächste unten drunter und dann auch gleich wirklich mit fast nicht viel Abstand die nächste Reihe. Das heißt, wir sind jetzt gerade bei 1, 2, 3 und jetzt haben wir die 4. Reihe schon reingemacht und man sieht wirklich schon das Volumen der Haare. Es füllt sich langsam und es füllt sich richtig schön. Dadurch, dass die Kundin einen geraden Schnitt hinten hat und auch richtig dicke Haare hat, müssen wir uns hier bemühen, dass wir wirklich Reihe mit Reihe reinsetzen und da darf auch nicht an Strähnchen gespart werden. Die nächste Reihe, die wird ungefähr, sagen wir mal 2 cm. Sonia ist echt sehr gut, sie bietet auch Schulungen an, gell Sonja? Richtig, ich biete auch Schulungen an, und zwar Einzelschulungen. Man muss auch keine Friseurin gewesen sein oder man muss auch kein Friseur sein, um hier das Seminar zu machen. Es gibt natürlich gewisse Regeln, die man einhalten sollte bei der Handwerkskammer, und sonst darf man eigentlich auch arbeiten, natürlich. Man muss wirklich keine Friseurausbildung haben. We're all learning something. You have to choose the right technique for your hair because we all have all types of hair. Maybe the bondings don't work for you. Maybe you have thin hair and the tapes are better for you. Just consult a professional when you thinking about doing extensions. Wenn wir die Bondings reinmachen, arbeitet man ja eigentlich mit der Schablone. Ja, das sind eigentlich die Utensilien dafür. Und zwar nimmt man wie davor auch ein Stück Eigenhaar und man fixiert die Schablone am Ansatz mit so einer Spange. Und so bleiben mir die anderen Haare natürlich entfernt, während ich hier klebe. Ich habe mir das wirklich eingeeignet ohne Schablone, weil ich meine eigene Technik habe, und zwar mit meinen eigenen Fingern tue ich die anderen Härchen abhalten. Und zwar sieht es ja dann so aus, ich halte mit meinem Mittelfinger, halte ich die untere Reihe ab, drehe es ganz leicht, nicht bis hier oben drehen. Also jetzt sind wir ganz oben angelangt, und zwar hat die Xenia hier einen ganz tiefen Wirbel. Hier ist es ganz wichtig, man darf keine Bondings am Wirbel setzen. Die würde man bei jedem Windzug sehen. Setzt dir einen Punkt an den Wirbel, wo er endet,
Und ich rechne immer einen Radius von 2 cm. Und um den Radius herum darf man keine Bondings setzen. Das ist wichtig. Und sonst darf ich hier überall Bondings setzen, weil ich brauche auf jeden Fall noch Strähnchen bei der Xenia. Also wir sind jetzt ganz oben. Dadurch, dass sie sehr, sehr dickes Haar hat und auch in den Spitzen sehr, sehr dick verläuft, muss ich bei ihr leider bis hier oben die Bondings setzen, damit nachher ein schöner Verlauf an ihren eigenen Haaren ist. Dadurch, dass sie auch dickes Deckhaar hat, kann ich so weit nach oben gehen, weil die Bondings werden nachher so oder so versteckt. Wenn mir jetzt eine Kundin vor mir wäre, die feines Deckhaar hat und wirklich schon an der Kopfhaut transparent man schon die Kopfhaut sieht, darf man nicht bis hier hoch gehen. Die Gefahr ist einfach da, dass die Haarwurzel mir abbricht. Natürlich wieder genug Deckhaar lassen. Ich lasse auf jeden Fall 3 cm, dass nachher auch die Strähne verdeckt ist, falls sie einen hohen Zopf machen wird. Now we use the straightener and we do nice ways so that it will look more natural. I'm in love with it, really in love. Now we're gonna see the final result, and Sonia is just giving the last touch to the hair, and you're gonna see that the transition from my hair and the extension is not visible. So now we turn around and you will see. Wenn euch meine Arbeit natürlich gefallen hat, ist die Türe für euch immer offen. Ich bin in Asberg, das ist neben Ludwigsburg. Ich behandle jede Frau. So good, this is the final result. I hope you liked it. And if you live in Germany near to Stuttgart, then you have to go to Sonia at her salon because she's just the best. You are in the right hands. If you like this video, please consider subscribing to my channel and give me a thumbs up and hit the ring bell so that you won't miss any new video. Bye bye.